Es geht weiter mit der 4. Folge von unserer kleinsten, geilsten Werkstatt der Welt. Und in dieser Folge bauen wir dann erstmal Licht an und in den Container, damit wir nachts auch was sehen können. Darüber hinaus, da füllen wir alle Schubladen auf mit dem geilsten Werkzeug, was es gibt. Zum Thema Arbeitslicht habe ich mir richtig viele Gedanken gemacht. Im Container haben wir richtig geile normale LED-Lampen, Arbeitslampen. Die sitzen über den Arbeitsflächen, so dass wir nie Schatten über die Sachen bringen, mit denen wir gerade am Tisch arbeiten. Darüber hinaus bin ich es ja gewohnt von meinem 8x8, dass ich Arbeitslicht ohne Ende habe, und zwar die Stranzleuchten. Und die gibt es auch bei Europart. Und genau die geben mir das Licht, was ich brauche, um nachts sicher im hohen Norden arbeiten zu können. Und darum habe ich Arbeitsleuchten, die eigentlich für den LKW gedacht sind, oben am Container angebracht. Und in jeder Türhälfte habe ich 2 kleine Arbeitsleuchten, sag ich mal, die sehr effektiv sind und den Arbeitsraum bis 30-40 Meter aufnehmen. Für den Abstand über 30-40 Meter haben wir dann die Extraleuchten hier. Und das sind auch Arbeitsleuchten und die haben sogar ein integriertes Positionslicht, was entweder gelb oder rot sein kann. Und das nimmt dann den Abstand von, sag ich mal, 30-40 Meter bis raus nach 100 Meter. Und wenn das nicht genug ist und wir zum Beispiel Licht in anderem Winkel brauchen, haben wir natürlich noch die ultimative Arbeitsleuchte von Stranz, die wir hier an die Tür setzen und somit unser Licht dahin bewegen können, wo wir es gern hätten. Hammer, ne? Ich kann euch jetzt schon garantieren, dass ihr in der kommenden Folge, Folge 5, sehen werdet, wie das Licht bei Nacht aussieht. Unsere kleinste, geilste Werkstatt der Welt soll ja eine richtige Universalwerkstatt sein. Und darum soll sie auch für jeden Zweck universal einsetzbar sein. Genau darum ist es mir natürlich auch sehr wichtig, dass sie mit sehr viel Handwerkzeug bestückt ist. Das ist genau die Zange, die man nie hat, wenn man sie braucht. Ey. Guck mal, ich drücke hier und sie geht auseinander. Spannring, Sicherungsring. Mein Zahnarzt wird neidisch. Ey. Wenn es zum Vorschein kommt. Pizza für Tisch 2. Hört sich irgendwie falsch an, ne? Oh, erstmal sortieren, oder? Vielleicht sitzt da jetzt jemand und wundert sich, warum ich mir den allergrößten Werkstattwagen hole, wenn ich nur 7 Quadratmeter Bodenfläche frei habe in der kleinsten, geilsten Werkstatt der Welt. Erstens passt da ja am allermeisten rein. Zweitens, der Wandplatz in meinem Container ist völlig besetzt schon und das Ding hat ja Räder, also ich kann es hinstellen, wo ich will. Ich kann es umdrehen und so 360 Grad mäßig irgendwie immer an eine Schublade kommen, die ich gerade benötige. Drittens, sollte man eventuell den Container mal auf festem Untergrund absetzen, um irgendwo an einem Fahrzeug zu arbeiten, kann man den Werkstattcontainer leicht rausfahren und hat somit sein komplettes Werkzeug mit an dem Fahrzeug, an dem man bastelt. Der Kercher. In der letzten Folge habe ich ja beschrieben, wir haben Strom ohne Ende. Und Wasseranschlüsse findet man öfters, als man Stromanschlüsse findet. Und daher passt der Kercher ja 100%ig in den Container. Weil wenn ich irgendwann mal wieder mit dem 8x8 aus dem Moor gekrochen bin oder man mal wieder einen Golf 2 umbauen muss, kann man schnell die Sachen sauber machen, bevor man an ihnen arbeiten soll. Und klar, was ist die kleinste, geilste Werkstatt der Welt ohne ein Schweißgerät? Aber was gehört sonst noch alles in den Container? Die Schweißermaske. Einen Kettenschlüssel für den Filterwechsel. Master Kunststoffkeile.
Natürlich jede Menge Licht. Und in jede Werkstatt gehört natürlich auch ein Feuerlöscher und ein Erste-Hilfe-Satz. Und natürlich einen vernünftigen Booster. Denn wie oft steht man nicht irgendwo oder sieht mal wieder einen Post auf Facebook, hey, kann ein Kollege mal bei einem anderen Kollegen vorbeifahren? Er hat keinen Strom mehr. Einen Nietenzangensatz. Wie geil ist das denn? Einen Akkusatz. Und natürlich mit einer Akkuflex. Hammergeil. Was haben wir sonst noch drin? Ein Akkuschrauber. Gehört auch in jede Werkstatt. Hörschutz und natürlich auch ein Gesichtsschutz. Bei der Fehlersuche Strom natürlich ein Multimeter. Einen kleinen Bohrersatz. Ohne Drehmomentschlüssel läuft auch gar nichts. Und zwar in klein und in so richtig groß. Jede Menge Luftwerkzeug. Hallo. Richtig, denn Luftwerkzeug ist das A und O, wenn man effizient und schnell in der Werkstatt arbeiten möchte. So, das war's denn jetzt erstmal hier aus Werl von dem Hauptlager von Europart. Ich fahre weiter in Richtung Stockholm, denn der ganze Container muss ja noch innen verschraubt und verbaut werden. Die Sachen müssen auf ihrem Platz, alles verspannt, festgebaut werden. Und darüber hinaus habe ich noch ein Ding, was fehlt. Und genau das seht ihr in der nächsten Folge. Denn das braucht jeder in seiner Werkstatt. Wenn ihr Bock auf mehr habt, liked und subscribt und dann sehen wir uns bald wieder in Folge 5 hier auf dem Channel. Bis bald und moin aus dem hohen Norden.